man in der linken Hand einen Schirm oder eine Videocam und in der rechten noch eine Fuji hat, dann wird es manchmal durchaus schwierig mit der Bedienung. So schön und praktisch die oberen Einstellräder sind, so unpraktisch kann das Ganze dann doch mal sein. Aber nicht nur, wenn man nur eine Hand frei hat, auch beispielsweise nachts, wenn man nicht unbedingt sehen kann, wie das ISO, das Verschlusszeiten oder auch das Belichtungsrad eingestellt ist. Hinzu kommt auch noch, dass diese Einstellräder ja nicht unbedingt besonders leichtgängig sind. Glücklicherweise aber befinden sich die wichtigsten Bedienelemente einer Fuji auf der rechten Seite der Kamera, wie beispielsweise der Auslöser, einige Funktionstasten und das Wichtigste, die Einstellräder vorne und hinten, was eine einhändige Bedienung ungemein erleichtert. Heute geht es also um die Möglichkeiten, wie man eine Fuji einhändig bedienen kann. Natürlich aber nur fast. Es gibt ja dann doch wieder das eine oder andere, wo man doch wieder zwei Hände dazu braucht. Mit den vorderen und hinteren Einstellrädern an Fujifilm-Kameras lassen sich je nach Modell und Konfiguration eine ganze Menge an Funktionen steuern. Die Einstellräder sind flexibel und können so an neueren Fujis sowohl gedreht als auch gedrückt werden, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen. An einer Fuji X-T5 oder X106 kann man beispielsweise über das vordere Einstellrad nicht nur die Blende steuern. Durch Drücken des Einstellrades kann man auch die Belichtungskorrektur oder den ISO steuern. Mit dem hinteren Einstellrad kann man dann noch zusätzlich die Verschlusszeit steuern oder wenn man in der Programmautomatik oder im Blendenmodus unterwegs ist, eine Belichtungskorrektur durchführen. Die beiden Einstellräder bieten also jede Menge Möglichkeiten, die Fuji einhändig zu bedienen. Um die Blende mit dem vorderen Einstellrad zu bedienen, muss sich das eingesetzte Objektiv blendentechnisch im Automatikmodus befinden. Also einfach den Blendenring auf Position A drehen. Damit man die Blende jetzt aber mit dem vorderen Einstellrad verändern kann, muss man jetzt noch im Menü Einrichtung die Tastenradeinstellungen aufrufen und darin die Blendenring-Einstellung von Auto auf Befehl umstellen. Ohne diese zusätzliche Einstellung verbleibt die Blende im Automatikmodus und die Kamera bestimmt die passende Blende. Bei Objektiven ohne Blendenring wie beispielsweise dem Sigma 18 bis 50 mm verhält sich das Ganze etwas anders. Bei diesen Objektiven hat man ja nur die Möglichkeit, die Blende mit dem Einstellrad zu verändern. Dazu muss aber im Menü Einrichtung bei den Tastenradeinstellungen die Blendeneinstellungen auf Auto und manuell oder nur manuell eingestellt werden. Ansonsten verbleibt das Objektiv auch hier im Automatikmodus und die Kamera bestimmt die passende Blende. Die Blendenring-Einstellung bezieht sich also auf Objektive mit Blendenring und die Blendeneinstellung auf Objektive ohne Blendenring. Bei Fuji-Kameras mit fest verbautem Objektiv, wie beispielsweise der X106, gibt es nur die Blendenring-Einstellung im Menü Tastenrad und auch hier sollte die Einstellung von Auto auf Befehl geändert werden. Mit dem vorderen Einstellrad an neueren Fujis lässt sich aber nicht nur die Blende verstellen. Durch Drücken des Einstellrades kann man auch zwischen verschiedenen Einstellungen wechseln und so zum Beispiel den ISO oder das Belichtungsrad steuern. Hierzu muss aber das ISO oder auch das Belichtungsrad oben auf der Kamera auf C gestellt werden, um die Funktion auf das Einstellrad zu übertragen. Welche Funktionen dann durch das Drücken des Einstellrades gesteuert werden sollen, definiert man in den Bedienradeinstellungen im Menü Einrichtung bei den Tastenradeinstellungen. Hier kann man nicht nur die Funktion auswählen, man kann auch die Reihenfolge definieren. Wer möchte, kann beispielsweise auch die Verschlusszeit mit dem vorderen anstatt dem hinteren Einstellrad steuern, die im deutschen Menü leider eine etwas seltsame Übersetzung hat. Und wem die Drehrichtung nicht gefällt, kann bei der Einstellung Einstellradrichtung auch noch die Drehrichtung vertauschen. Wie schon erwähnt, lässt sich durch Drehen am hinteren Einstellrad die Verschlussgeschwindigkeit steuern. Damit das aber funktioniert, muss das Verschlusszeitenrad auf T gestellt werden. Die Funktion muss ja von einem Rad auf das andere übertragen werden. Die dazugehörige Drehfunktion wird wie beim vorderen Einstellrad im Tastenradmenü unter Bedienradeinstellungen definiert. Das hintere Drehrad kann aber auch noch mit einer weiteren Funktion durch Drücken belegt werden. Standardmäßig ist es mit der Fokuskontrolle belegt, zumindest an der X-T5, was sich aber auch im Funktionstastenmenü jederzeit ändern lässt. Dieses Menü lässt sich durch längeres Drücken der Display-Taste aufrufen. Im dortigen Menü für das hintere Bedienrad findet man eine Vielzahl an Funktionen, die einem ebenfalls die einhändige Bedienung erleichtern können, je nachdem, was man öfters benötigt.
An der Fuji X106 habe ich die Drückfunktion des hinteren Bedienrades beispielsweise mit der AF-On-Funktion belegt, die ich recht häufig in Kombination mit dem manuellen Fokus nutze. Für die einhändige Bedienung meiner Fujis nutze ich neben den Einstellrädern auch noch die Funktionstasten an der rechten Seite der Kamera. Die Funktionstaste oben neben dem Auslöser ist aktuell mit der Gesichtserkennung belegt und die Funktionstaste vorne mit der AE-Messung, damit ich auch im einhändigen Betrieb von Mehrfeld auf die Spot-Messung umschalten kann. Was im Übrigen an der X106 mit nur einem Klick geht, man aber bei der X-T5 auch noch über das D-Pad auswählen und bestätigen muss, was meiner Meinung nach extrem nervig ist. Im Übrigen hatte ich ja hierzu auch schon mal ein Video gemacht und auch zur Belegung der Funktionstasten. Zum Abschluss gibt es jetzt noch mein persönliches Run-and-Gun-Setup für die einhändige Bedienung meiner Fujis. In den meisten Fällen bin ich im Blendenmodus unterwegs mit Auto-ISO und Verschlusszeitenautomatik. Das Verschlusszeitenrad ist also auf Automatik gestellt und mein Auto-ISO bewegt sich in einer Range von 250 bis 3200. Je nach Tageszeit und vorhandenem Licht meist mit einer Minimumverschlusszeit von einer 250 Sekunde, nachts dann aber auch weniger. Die Blende steuere ich über das vordere Bedienrad und die Belichtungskorrektur über das hintere. Hierzu muss aber wie schon erwähnt der Blendenring auf A eingestellt sein und das Belichtungsrad oben auf der Kamera auf C. Ebenso sollte die Belichtungskorrektur im Menütastenrad bei den Bedienradeinstellungen auf das hintere Bedienrad gelegt sein. Das war's dann aber eigentlich auch schon. So muss ich nicht über Kameraeinstellungen nachdenken und kann mich mehr auf die Motive konzentrieren. Wie man sieht, kann man die Fujis sehr individuell konfigurieren, was ich persönlich sehr schätze. Denn jeder hat andere Anforderungen und benötigt somit auch andere Funktionen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer bevorzugtes Run-and-Gun-Setup ist und welche Funktionen für euch die wichtigsten sind. Dieses Video wird mal wieder von mir selbst gesponsert. Bei Interesse an Lightroom Presets für Fujifilm schaut gerne mal in meinem Shop vorbei. Alle Links befinden sich wie immer in der Videobeschreibung. Das war's mal wieder von mir für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bleibt gefujied.